Vielen Dank, Clara. Klare Meinung. Ich persönlich verstehe absolut diese Einstellung. Ich habe auch Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder eine Zukunft haben. Uns ging es in dieser Veranstaltung auch darum, von dem sehr dominanten Thema Mobilität, was in den letzten 5 Jahren durch den Abgasskandal ins Rollen gebracht wurde, einmal den Blick auf eine andere Wirtschaftssektor zu lenken, der mehr CO2 verursacht als die mobile Welt, als die Autowelt. Das ist die Gebäudewelt. Ich darf jetzt bitten Herrn Günther Ohland, Vorstandsvorsitzender der Smart Home Initiative Deutschland e.V., seinen Vortrag zu halten, der mit seinem Bürger-CO2-Projekt, glaube ich, schon ein ganz wirksames Instrument entwickelt hat, was, wenn es sich verbreitert und wirklich von vielen genutzt wird, schon wirklich einen spürbaren CO2-Reduktionseffekt erzielen kann. Lieber Günther, bitteschön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Günther Ohland. Ich möchte Ihnen heute das Bürger-CO2-Projekt vorstellen. Eigentlich sagt es schon, was es ist. Es hat mit Bürgern zu tun, es hat mit CO2 zu tun. Und trotzdem, wir wollen erklären, was sich dahinter verbirgt. Und wir werden es hier zur IFA offiziell bekannt geben. Ja, das ist das Projekt der Smart Home Initiative Deutschland. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, um CO2 zu reduzieren. Und wie geht das im Einzelnen? Wie bin ich darauf gekommen? Es waren Fridays for Future, die Presseberichterstattung, wo ganz klar gesagt wird, ich mache es mal in meinen Worten, ihr Alten, ihr wisst seit vielen, vielen Jahren, wo die Probleme sind. Die Wissenschaft hat es euch gesagt. Ihr habt es gehört, ihr habt es verstanden, aber ihr habt nichts getan. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns das angehört, wir haben gesagt, ah ja, da demonstrieren die haben ja irgendwo recht und auch gut, dass sie das eben nicht am Samstag machen, da wird nämlich keiner Notiz von nehmen, das ist genau richtig. Oh, wie schön. Und weiter? Immer noch nichts. Da kam irgendwann dann so die Erkenntnis, ja, wir haben unsere demokratischen Rechte wahrgenommen, wir haben gewählt, wir haben Politiker gewählt und haben die beauftragt, sich darum zu kümmern, dass die Natur, dass die Umwelt, dass es erhalten bleibt. Alle Maßnahmen zu machen und die Politiker haben sich auch bemüht, wie das so schön heißt, wenn das in der Beurteilung wäre, war stets bemüht, dann ist das kein gutes Urteil. Sie bemühen sich auch immer noch und es geht immer noch weiter und dann stellt man fest, es ist 2025, es wird 2035, 2050 und dann gibt es Wissenschaftler, die sagen, wir sind schon 5 nach 12 und nicht 5 vor 12. Wie soll das funktionieren? So, und die Politiker sagen immer, der Abstimmungsprozess mit dem und mit dem. Und dann, was nützt das denn, wenn wir in Deutschland mal wieder die Vorreiter sind, was ich auch bezweifle, wenn dann die Amerikaner und die Chinesen jeden Tag ein neues Kohlekraftwerk bauen, dann ist das doch alles für die Katz. Und wir haben die Nachteile und die anderen nehmen uns dann die Märkte weg. Ja, okay. Trotzdem, das kann nicht die Lösung sein, dass immer einer sagt, sollen die anderen mal anfangen. Was können wir tun? Das war so die Idee. Was können wir tun hier in Deutschland, jeder Einzelne? Sollen wir auf die Politiker warten? Dann warten wir bis 2050. Und ja, und dann hat sich im Laufe der nächsten Monate die eine oder andere Erkenntnis dann gebildet. Ich selber wohne ja in einem Smart Home. Da geht also sehr viel automatisch. Ich nutze auch im Winter das Sonnenlicht zum Heizen und wenn es nachts fahren die Rollos ganz runter, damit die Wärme nicht abgestrahlt wird. Alles mögliche, alle möglichen Dinge. Ich habe das aber nicht gemacht, um Energie zu sparen, sondern um viele Dinge zu automatisieren, mir das Leben leichter zu machen.
Ich fotografiere aber regelmäßig meine Gas- und Stromzähler und deswegen weiß ich, wie viel diese Maßnahmen im Laufe der Zeit denn gebracht haben. Es ist ein bisschen schwierig, das genau auszuwerten, weil ich so viele verschiedene Maßnahmen gemacht habe. Kann man nicht sagen, das war nun das und das war das. Aber da gibt es dann noch alle Fälle. Man kann etwas tun. Und daraus ist dann das Bürger-CO2-Projekt entstanden. Also wir Bürger nehmen es jetzt selber in die Hand, unseren Teil zu leisten. Die Politiker haben ihre Aufgaben. Die müssen die Rahmenbedingungen klären, die müssen mit den anderen Staaten abklären und Ähnliches. Aber wir müssen nicht darauf warten, wir können jetzt sofort etwas tun. Dieses Projekt dient dazu, dass jeder Einzelne seinen CO2-Footprint reduzieren kann und selbst aktiv werden kann, und zwar sofort. Heute Nachmittag, morgen früh kann man anfangen. Es geht nicht darum, dass Geld ausgegeben wird dafür, sondern es ist eine Investition, weil sie sich durch Heizkostenersparnis wieder zurückzahlt für jeden Einzelnen. Das heißt, wenn ich 200 € in die Hand nehme, habe ich die in 2,5 Jahren wieder gespart und von dem Moment an gewinne ich selber noch Geld für mein Portemonnaie, habe aber vom ersten Tag an was für die Umwelt getan. Also im Grunde genommen kann man sich fragen, warum haben wir das nicht schon lange gemacht? Das sind ja keine neuen Erfindungen, die gibt es doch schon seit 10, 15 Jahren. Aber manchmal braucht man dann so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten, um solche Dinge auch voranzubringen. Ja, warum haben wir das nicht schon lange gemacht? Wir haben immer, gerade unsere Branche, da muss ich uns einen Vorwurf machen, wir haben immer über Technik geredet. Wir haben uns an Technik begeistert und wir haben sie mit ganz vielen Endkunden auch verprellt. Wir haben denen erzählt, wie viel Bits wir über welche Leitung und über welches Protokoll bekommen. Und die Leute wollen aber keine Bits haben, die wollten bestimmte Aufgaben zu Hause gelöst haben. Und deswegen haben wir es denen manchmal zu schwer gemacht, zu verstehen, was Smart Home eigentlich für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft leisten kann. So, ja, gibt es ein Erkenntnisproblem über das, was wir hier machen wollen? Nein. Es gibt wissenschaftlich saubere Studien und nachprüfbare Beispiele. Ich sage bewusst saubere Studien, weil es genügend Studien gibt, wo eigentlich von vornherein feststand, was hinten rauskommen soll. Und wo dann bewiesen wurde, dass etwas nicht funktioniert. Es gibt aber inzwischen welche, die wirklich ergebnisoffen gemacht worden sind, wo man auch, ich sag mal, vorne den Gaszähler fotografiert hat, die Maßnahmen gemacht hat und dann den Gaszähler fotografiert hat. Und dann das Ganze über mehrere Jahre gemacht hat, Wetter bereinigt und so weiter. Das sind Zahlen, auf die man sich verlassen kann. Wir hören dazu ja gleich auch nochmal von einem Beispiel. Und dort ist mit 20-30% Heizenergieeinsparung richtig was geschafft worden. Und das sind völlig einfache Maßnahmen, die dort sind. Der Kreis Leer, darüber erfahren wir gleich nochmal an der Stelle. Da gibt es viele andere, aber der ist eben sehr plastisch, weil da auch Leute dabei waren, die das nicht aus Begeisterung gemacht haben, sondern die mehr oder weniger einfach machen mussten. Denn das ist auch so eine Sache, die immer klar ist. Wenn diese ganzen Smart Home Dinge, die kann ich natürlich auch ausschalten. Und dann baut sie mir jemand im besten Wissen ein und die andere sagt, da spioniert mich jemand aus über diese Technik und schaltet sie aus, dann wirkt sie natürlich nicht. Es gibt ja auch Leute, die Rauchmelder zerstören, weil sie meinen, da wäre eine Kamera drin und der Vermieter will ausspionieren. Die gibt es leider und sowas verfälscht natürlich dann die Ergebnisse, aber wir sind hier 20 bis sogar 35% zum Teil dann drüber. Ich habe hier mal vom Landkreis Leer das mitgebracht, rauskopiert, das Gutachten oder das Ergebnis des Ganzen. Ja, 100 Haushalte sind dort gemacht worden, 35% durchschnittliche Ersparnis da drin. Alles Weitere will ich hier gar nicht sagen, das kommt bestimmt auch später. Aber es gibt also Beweise, dass es funktioniert. Und es ist nicht irgendwie, da hat sich die Industrie was ausgedacht, um Plastik zu verkaufen. So, und so einfach geht es. Wir heizen zum Fenster hinaus. Das ist heute so. Man geht morgens duschen, macht das Fenster auf, weil es nebelig ist im Bad.
dann schnell zur Kaffeemaschine und dann zum Job und dann kommt man abends nach Hause und dann war die ganze Zeit das Fenster auf Kipp und das Heizkörperstellventil, Dumme, die stellen fest, es wird kalt, weil das Fenster auf ist, also müssen sie heizen. Und dann heizt man die ganze Zeit zum Fenster raus. Ein smartes Heizkörperstellventil erkennt das und macht zu. Das Zweite ist, dass wir mit einem Zeitraumprofil, das ist jetzt nichts von Raumschiff Enterprise oder sowas, sondern wir sagen, in welchem Raum soll es wann warm sein. Und wann ist es völlig egal, welche Temperatur ich habe. Nämlich dann, wenn dort niemand ist, dann muss ich dort nicht Wohlfühltemperatur herstellen. Das sind so ganz simple Dinge einfach, die ohne Komforteinbußen zu einer drastischen Reduzierung des Heizbedarfs gehen. Fensterauferkennung. Es wird ein Sensor aufgeklebt. Ich zeige das mal, das ist nur so ein Teil, wird oben ans Fenster geklebt, brauche ich keinen Handwerker dazu. Der erkennt, ob das Fenster auf, zu oder auf Kipp ist. Und wenn es nicht zu ist, wird halt in dem Raum zu dem Zeitpunkt nicht geheizt. Das ist ganz simpel, kann eigentlich jeder verstehen. Zeitraumprofil eben nur dann, wenn es gebraucht wird. Das Bad muss eigentlich doch nur morgens und abends warm sein. Wenn man nämlich frisch aus dem Bett kommt oder rein will, dann möchte ich gerne Wohlfühltemperatur haben, ansonsten ist es doch völlig egal. Kinderzimmer, wenn die Kinder in der Schule sind, 14 bis 19 Uhr, reicht doch, wenn dann Wohlfühltemperatur ist. Vorher ist keiner da, dann muss ich doch nicht dort aufheizen. Und so kann man Beispiele finden und jeder kann es so einstellen, wie er gerne möchte. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben einfach mal geguckt, was gibt es denn dazu, wo es nur um diesen Zweck geht. Also nicht, die Leute müssen jetzt ein Smart Home bauen, sondern es geht nur um diesen einfachen Zweck, Heizkostenreduzierung mit möglichst wenig Technik. Also Starter-Kits, diverse Hersteller. Wir haben einen Heizkörperstellantrieb, wir haben einen Fensterkontakt und so weiter, was ich eben gesagt habe. Und die Smart Home Initiative garantiert, dass hier Technologieneutralität und Herstellerneutralität ist. Es geht nicht darum, eine Technologie zu fördern oder irgendeinen Hersteller zu promoten, sondern es ist mir völlig egal, wie das gemacht wird, wer es macht, sondern das ist gemacht, dass es funktioniert. Das überprüfen wir und diese Produkte, die es dann gibt, die stellen wir auf unsere Website, da kann sich dann der Kunde was aussuchen. Da gibt es Beispiele, ich sag mal von unter 100 Euro bis 400 Euro. Es gibt aber auch, ich sag mal, für die Aufgabenstellung eine Kiste Mineralwasser vom Getränkemarkt nach Hause zu bringen, das kann ich mit dem Fiat 500 oder mit dem Porsche oder mit dem Fahrrad machen. Die Aufgabenstellung ist immer die gleiche. Es gibt verschiedene Lösungen. Wahrscheinlich ist das teuerste Verkehrsmittel von einem nicht das geeignetste gerade dafür. Das heißt, hier wird es ganz unterschiedliche Anbieter geben mit ganz unterschiedlichen Preisen und jeder kann sich daraus auswählen, dann, was er machen möchte. So, was wird nicht gebraucht? Denn es gibt bei Technik häufig Einschränkungen, wo man sagt, das geht aber nicht, weil. Das ist handwerkerfrei. Wir arbeiten hier nicht an 230 Volt, nicht an Gas. Das heißt, wir haben nicht die gesetzliche Verpflichtung, dass ein Handwerker das machen muss. Ganz wichtig, jeder kann es selber oder jeder kennt einen, der es selber machen kann. Wenn man selber sagt, nee, basteln ist nicht so meins und auf die Leiter klettern möchte ich nicht, aber man hat jemanden im Bekanntenkreis, der das machen kann. Also do-it-yourself installierbar. Wir brauchen keine Politik dazu, keine neuen Gesetze, keine Verordnungen und auch kein KfW-Programm. Wir werden ausgelacht mit diesen Mini-Beträgen, wenn da jemand irgendeinen Zuschuss von der KfW haben will. Mit 150 Euro oder sowas zur KfW gehen, dann ist das schon schwierig. Aber wichtig ist auch, dass wir nicht auf die Politik angewiesen sind. Wir brauchen nichts Neues. Wir können einfach nehmen und anfangen. Wir sind nicht begrenzt und müssen auf irgendetwas warten. Die Politik hat genug zu tun, die Rahmenregelungen zu machen, da sollen sie sich da einfach mal wetthalten. So,
Was ist zu tun? Die Smart Home Initiative Deutschland hat diese Kriterienliste aufgebaut, wo drin steht, was die geeigneten Produkte haben müssen. Und es ist auch noch die Möglichkeit, was sie haben können oder sollten, aber müssen ist das Entscheidende. Wir stellen dann die dafür geeigneten Produkte vor, damit sich der Konsumer da was aussuchen kann, was zu ihm am besten passt. Und veröffentlicht das dann eben auf der Website. Die Hersteller dürfen mit der Nennung, dass sie hierfür geeignet sind, werben, wenn sie gerne möchten. Wir haben dann ein paar Prominente, die dann vor laufender Kamera ihre Wohnung umbauen und zeigen, wie einfach das wirklich geht. Normalerweise braucht man nicht mal Werkzeug dazu. Manchmal sitzen aber dann die Anschlüsse doch so fest, dass eine Wasserpumpenzange hilfreich ist, besonders wenn man es schon dreimal übergestrichen hat. Aber normalerweise braucht man das noch nicht mal. Denn wenn irgendein Promi das macht, dann gucken viele Leute und sagen, ach ja, ne, wenn der das kann ich das auch. Deswegen ist das so die Idee dahinter. Wir haben eine ganze Reihe von Medien, die bereits seit gestern Abend darüber berichten, weil da die Pressemitteilung rausgegangen ist. Ja, und die Kunden müssen dann nur noch kaufen und einbauen oder einbauen lassen. Natürlich kann das auch ein Handwerker einbauen, es kann aber auch der Nachbar oder ein guter Freund oder ein Hausmeister einbauen. Das ist dabei völlig egal. Zeitplan. Das Beste ist, es startet kurz vor der Heizperiode, dann kann man nämlich nochmal schnell den Zähler fotografieren, um anschließend zu wissen, ob es auch tatsächlich was gebracht hat. Mittendrin anzufangen ist ein bisschen schwierig, denn ich habe ja gesagt, das ist kein verlorenes Geld, wo man sagt, das spende ich jetzt für die Umwelt. Nee, es soll ja auch tatsächlich etwas bringen. Offizieller Start ist also heute während der IFA und wir informieren dann über Social Media. So können die einzelnen Dinge aussehen. Es ist sehr unterschiedlich. Das kann so sein. Das haben wir eben schon gesehen. Das sind von ganz verschiedenen Herstellern hier Beispiele. Dass da immer ein Smartphone mit dabei ist, das ist, weil viele Hersteller immer glauben, sie müssten dann ein Smartphone dazu bringen, damit dann das modern aussieht und da kann ich dann auch die Heizung mit dem Smartphone einstellen. Ja, das kann man, aber warum sollte man das tun? Der Fensterkontakt macht das ja alleine. Also mir wird ja nicht signalisiert, das Fenster ist offen, jetzt drück mal hier, damit dann der Heizkörper rein ist, sondern das macht er ja alleine, damit ich mich darum nicht kümmern muss. So, also, jeder kann selber und sofort etwas tun. Jetzt müssen wir es nur noch anpacken. Mir ist klar, wir retten damit nicht die Welt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch, dass wir einfach damit jetzt auch Konsumenten mobilisieren und ihnen klar machen, nicht auf die Politik warten, selber was tun. Und alle unsere bisher gemeldeten Anbieter, wo Kunststoffteile oder ähnliches dabei sind, die sind alle so, dass sie sortenrein sind bzw. gekennzeichnet, sodass die Sachen auch gut recycelbar sind. Wir haben Dinge, wo sie Batterien brauchen, die halten aber dann 5 bis 10 Jahre. Und wir haben auch einen Anbieter dabei, der braucht keine Batterien. Wer sagt, ich hasse Batterien, weil nicht gut für die Umwelt, auch da gibt es eine Lösung dafür, das zu machen. Und um auch eine häufige Frage gleich zu beantworten, braucht das denn nicht mehr Strom, als es an Heizenergie einspart? Nein, bei weitem nicht. Überhaupt nicht. Dass diese Frage überhaupt kommt, liegt einfach daran, dass es vor 15 Jahren Smart Home Produkte gab. Wenn man die in der Wand hatte und hat die Hand draufgelegt, dann war das warm. Die haben so viel Zeit verbraucht, so viel Energie verbraucht. Das war aber vor langer Zeit. Das waren
ja, die ersten Anfänge, sagen wir, Ford T-Modell verglichen mit dem, was wir heute haben. Aber dieses Gerücht ist einfach nicht aus der Welt zu kriegen und es wäre schlimm, wenn es so wäre. So, okay. Unsere Botschaft ist, packen wir es an. Es ist ganz einfach. Jetzt machen.